Guten Tag, mein Name ist Topinambur. Es gibt Leute, die behaupten, ich sei eine Kartoffel. Glauben Sie das nicht? Es würde mich kränken. Ich bin ein nahrhaftes Wurzelgemüse. Man nennt mich auch Elianthus tuberosus. Es erfüllt mich mit Stolz, zur Gattung der Sonnenblumen zu gehören. Sie wissen es vielleicht. Im Gegensatz zu ihr werde ich aber bis zu 3 Meter hoch. Als Korbblütler lasse ich viele sonnengelbe Blüten blühen, während meine Verwandten sich mit einer begnügen muss. Mit einem Wort, in meinem Dasein ist meine ganze Schönheit, meine Nützlichkeit und Größe Ausdruck meiner edlen Herkunft. Mein Name stammt vom edlen Volk der Tupinamba ab. Es lebte einst an der Küste Brasiliens und sprach Tupi. Meine Urahnen aber lebten wohl einst in Mexiko. Seit vorkolumbianischer Zeit gelte ich als die Kulturpflanze der Indianer. Inzwischen habe ich nach Südamerika wie auch nach Mittel- und Nordamerika meine Wurzeln ausgestreckt. 1610 schickten mich Überlebende, die ich vor dem Hungertod rettete, endlich nach Europa. Jetzt bin ich da. Als ich dem Vatikan einen Besuch abstattete, gaben mir die päpstlichen Gärtner den Namen Sonnenblumenartischocke. Und da ich viel in Europa herumgekommen bin, hieß ich dann auch Jerusalem-Artischocke.
Viele Freunde hatte ich bisher nicht in Europa. Oft ließ man mich verwildern. Ich hoffe, dass heutzutage das Interesse an meinen Knollen und für meine Blüten ausgeprägter ist. Meine Triebe sind jedes Jahr neu. Einmal meine Knolle gepflanzt, wird man mich im Freiland kaum wieder los. Und ich wachse und wachse und wachse. Zäune sind kein Hindernis. Also zu Ihnen gesagt, in der Plastikbadewanne oder einer Mörtelwanne aus Gummi bin ich gut aufgehoben. Im Herbst schüttet man die Erde aus, erntet die Knollen und pflanzt mich am besten gleich wieder neu ein. Das ist praktisch und macht wenig Arbeit. Keine Angst. Ich bin besser dran als Sie. Meine Knollen in 10 cm Tiefe überwintern auch bei minus 30 Grad Celsius. Inzwischen gibt es in Europa auch kleine, gewerbsmäßige Anbaugebiete. Pro Hektar und Jahr gibt es dann 1 bis 2 Tonnen von meinem feinsten Wurzelgemüse. Nun, wenn Sie mich verspeisen wollen, Sie bekommen mich im Bioladen, im Wochenmarkt oder über das Internet. Mir wäre es schon lieber, Sie pflanzen meine Knollen in Ihrem Garten an. Das spart Geld und Blumen zieren Ihren Raum. Die Haut meiner Knolle ist dünn. Von beige über gelb bis rosa gefärbt. Kümmern Sie sich um mich. Sie werden es mir danken. Ich vertreibe nicht nur das Unkraut um mich herum, sondern in Ihrem Garten. Ich bin unverwüstlich.
Hier an dieser Stelle hat man meine Knollen bereits im vergangenen Herbst 10 bis 12 Zentimeter tief in die Erde gebracht. Ende April schickte ich dann vorsichtig meine ersten Triebe nach draußen. Den Platz dafür musste ich mir leider mit einer Hecke teilen. Bereits im August überflügelte ich sie mit meiner Höhe. Jetzt gibt es reichlich Sonne. Im September werde ich blühen. Sie werden stauben. Ich bin genügsam. Düngen brauchen sie nicht. Wenn sie meine Blüten vor der Zeit abschneiden, so werden meine Knollen umso größer. Doch den Stängel dürfen sie nicht kürzen. Denn dann gehe ich vor der Ernte ein. Mein Dankeschön ist Ihnen gewiss. Und ich belohne Sie mit vielen, vielen Blüten. 3, 4 Wochen lang. Ja. Und Kohl und Bohnen sollten Sie nicht in der Nähe pflanzen. Jetzt erreiche ich meine eigentliche Größe, um gegen den Wind oder Sturm gewappnet zu sein. Stützen Sie mich mit einem geeigneten Holzstab an mehreren Stellen ab. Denn meine großen Blätter wirken wie Segel. Ich könnte schwach werden. Meine Wurzeln sind nicht allzu tief im Boden. Bedenken Sie meine missliche Lage. Der Herbst ist mein Ende. Die Blütezeit vergeht. Es kommt die Erntezeit. Erst welken meine Blüten, dann meine Blätter. Ich sehe geisterhaft aus. Es ist meine Zeit des Sterbens. Noch einige Tage hin und man schneidet mir die Stängel in 30 Zentimeter Bodenhöhe ab. Man erntet nach Bedarf. So findet man mich im Boden leichter wieder. Auch dann, wenn die ersten Schneeflocken fallen. Und überwintern wie in einer Miete, kostenfrei. Auch das ist drin. Also sorgen Sie sich.
Je nach Gegend und Witterung bilde ich im Monat Juli oder August meine Rizinknollen aus. Sie sind länglich bis spindelförmig. Von ihnen gehen die Rhizome, die sogenannten Erdkriechsprosse, aus, die mir entscheidend bei meiner Verbreitung behilflich sind. Die Knollen dienen mir als Kohlehydratspeicher. Daraus wachsen im nächsten Frühjahr meine Sprossen. Oder man gräbt mich etwa 10 bis 12 Zentimeter tief in einem Abstand von 30 bis 40 Zentimeter ein. Meine Wuchskraft ist abhängig vom Standort. Meine Knollen bilden sich von Juli bis August erst richtig aus. Geerntet werden sie von November bis März oder auch April. Geeignet sind meine Knollen auch für Diabetiker. Wenn Sie schon eine größere Menge meiner Knollen ausgegraben haben, weil es sich nun einmal so ergeben hat, dann können Sie nicht kühl, aber nicht allzu trocken, gut und gern 3 Wochen aufbewahren. Sind die Knollen fest, so eignen sie sich auch zum Verzehr. Am besten Sie reinigen sie nach der Ernte nicht allzu gründlich, sondern erst vor der Zubereitung. So hat man auch jederzeit einen kleinen Vorrat im Haus, egal wie das Wetter sich zeigt.
Es gibt gehässige Menschen, die meinen, als Bratkartoffel schmecke ich gut. In Baden-Baden sagt man wenigstens Erdapfel oder Erdbirne zu mir. Erdtrüffel und Ewigkeitskartoffeln, aber auch Knollensonnenblume. Das gefällt mir. In Salzwasser gekocht oder roh kann ich im Salat verzehrt werden. Ich schmecke ein wenig nach Artischocke oder auch nach Kohlrabi. Frittiert bin ich auch gut drauf. Etwas zart vielleicht, doch exzellent. Hat man erstmal Zucker wie ich, so hat man sein ganz eigenes Problem. Süß soll ich schmecken. Ich glaube kaum. Trotzdem bereitet man aus mir Sirup. Macht Branntwein. Zum Beispiel badischen Rossler oder Tobi, einen Verdauungsschnaps. Ich will Ihnen ja keinen Appetit machen. Schließlich geht es ja um den Fortbestand meiner Art. Doch Sie als mein Gärtner, wir könnten Freundschaft schließen. Wenn Sie noch Fragen haben, fragen Sie Wikipedia oder nutzen Sie die Kommentarspalten auf YouTube. Leben Sie wohl!